Guckt euch das an. Alter Vater. Lasst den Kunden in Ruhe. Nimm ihn nicht direkt auseinander. Was für ein Scheiß schon wieder. Es gibt gar nichts Besonderes. Oftmals sitze ich hier so, ne? Und dann lächelt mich so die GoPro an. Hallo Andi, machst einen kleinen Vlog mit mir. Und wenn dann wir Glück haben, der Akku voll ist und die SD-Karte ist leer. Oder überhaupt eine verfügbar ist. Dann nehme ich mir diese wunderschöne Kamera und nehme euch heute mit. Heute geht's auf was ganz Besonderes. Wow, was für ein Scheiß schon wieder. Es gibt gar nichts Besonderes. Es ist das, was wir den ganzen Tag machen. Irgendwas zusammenbauen und versuchen es gut zu machen. Und zwar haben wir zuhauf, nachdem die Leute gesehen haben, wie wunderschön wir diesen Minimotor bearbeitet haben, zuhauf Anfragen über diesen Minimotor bekommen. Und ich mag diesen Motor, weil der Motor ist schön kompakt und der passt auch so toll in meine CNC. Und der Kunde will jetzt nicht unbedingt direkt Sleeves haben, sondern er ist vollkommen zufrieden, wenn wir das Close-Deck machen. Aber um das Close-Deck zu machen, müssen wir erstmal für die CNC ein Programm schreiben. Und dafür brauchen wir aber im Idealfall irgendwie einmal diesen Motorblock gescannt. Und das machen wir heute. Aber wir scannen den nicht, weil ich glaube, da wo wir hinfahren zum Scannen, dem darf ich nur Brötchen bringen. Sag bitte, scan für mich, mach das bitte. Wenn ich nicht mit der GoPro auftauche, bringt er mich um. Außerdem, unter uns gesagt, dieses Scannen ist eh langweilig. Dann hat er da so einen Föhn in der Hand und hält die ganze Zeit irgendwie den Föhn da drum und das spiegelt irgendwas in seinem Laptop wieder. Und dann macht er so eine Rückführung der Punktewolke und dann ist das irgendwie fertig. Das machen wir jetzt gleich. Da fahren wir hin. Was haben wir mit dir? Ich wollte noch vorne. So, guck mal hier. Wir haben 9 Uhr. Wie viel Uhr haben wir? 9:15 Uhr, denke ich. Und warum haben wir 9:15 Uhr und du bringst deinen geklauten Computer hier rein? Geklaut, Bruder, gekauft. Warum kommst du um 9:15 Uhr? Weil ich das nicht darf oder weil ich das darf? Nein. Wo sind alle anderen? Die kommen, wann die wollen. Der Einzige, der hier arbeitet, ist der Björn. Tja. Ich höre da hinten sehr aggressive Dackelhunde. Habt ihr schon unseren schönen Weihnachtsbaum gesehen? Boah, Alter, sie kommt direkt. Yes. Ist das nicht hübsch, Alter? Ist das nicht... Hey, lass den Kunden in Ruhe. Nimm ihn nicht direkt auseinander. Bleib hier. Komm mal her hier. Guck mal, da oben ist dein Bruder. Pina, komm mal da. Guck mal da. Pina, komm mal hier. Guck mal da. Ja, das ist dein Kollege. Fein. Dumm Hund. Entschuldigung. Alter, Managoiden, Alter, wieder. Alter, das ist... Du bist nicht nett zu den Kunden. Warum bist du so? Gute Fahrt, gute Besserung. Ja, das sind Hunde. Habe ich überhaupt die Linse sauber? Ja. Aber das ist wirklich das allerschönste Geburtstagsgeschenk, was ich bekommen konnte. Danke, lieber Markus. Oh. Ja, ich hatte am Samstag Geburtstag. Und Pina, du hast mir nicht gratuliert. Was soll das? Lutti hat mir schon gratuliert. Ich packe jetzt den Mini-Block ein. Wir machen in einem auch nochmal die Probefahrt final mit dem lilanen, schönen Subaru, der uns so Kopfschmerzen bereitet hat. Nico, machst du den Block wieder auf die Hohnmaschine? Ja. Mit den Dingern? Ja, mach. Mit den Stützen, ja? Gut, alles klar. Und wir packen uns jetzt diesen Block. Oh, guck mal. Die neuen die neuen Plollstangen für den Billet-Block sind da. Oh, da wäre gar keiner drin. Sehr wunderschön. Mhm. 625? Nö, ARP 2000. Egal, Kunde hat selber besorgt. Wir packen uns mal das Blöckchen hier. Was noch ganz wichtig ist, wir haben heute noch keinen Kaffee getrunken.
das jetzt. Was ist der hier? Ja, ich hoffe, das ist der. Ha! Traum. Ladungssicherung Deluxe. Oh, falsche Seite, selbstverständlich. Die schönen Anzeigen, aber die habt ihr schon im letzten Video gesehen. Da ist das Ding. Öldruck. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal. Passt ihr noch da? Ich hält es ja hier. Alter, das wird niemals halten. Diese Autostabilisierung von der GoPro ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ihr das hinbekommen, ey. Guck mal, da kommt der Kevin, Blatt. Arschluch. Eurobank? Grüß Gott, hier ist der Andi. Hallo. Aussie, machst du mir 2 Paninis mit Serrano, Tomate, Mozzarella? Also Kopfbahn habe ich da. Wer ist das? Kopfbahn. Das ist auch wohl Schinken, aber von Nacken. Ja, ist okay. Durch irgendein Stau und 100 Bullen davor. Nicht Bullen. 100 Polizisten, Schutzmänner, Beamte. Da vorne ist Unfall. Ich so, Auto so, Unfall. War Polizist da, der will bestimmt Rennen mit mir fahren, Alter. Oh, der wartet schon auf mich. Oh nö. Ah, der hat gedreht, Gott sei Dank. Oh. Nachruhig. Ich mit seinem Prüfstand beschäftigt. Und schauen wir mal, ob der das cool gemacht hat bis jetzt. Kommt mit. Aber läuft wirklich jetzt wie Katze, ey. Guck mal hier, das waren ja diese Aussetzer. Guck mal, wie sauber der läuft. Wunderschön. Hallo Kevin! Wie geht's dir? Kevins Auto steht hier. Hat keine Leistung, weil die Mülltech-Anlage da will nichts durch, die Mülltech-Anlage. Will nichts durch. Maschallah! Guckt euch das an! Kann ich bitte Leistungsmessung machen? Da muss ich hier drauf und dann hochfahren und da drauf. Krass, Alter. Habt ihr solche Streben gebaut extra? Ja, wenn die nochmal nachmachen lassen, dann kommen die hier dran und dann kann die perfekt hier drauflegen. Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin der Jonas. Hallo Jonas. Nee, du bist nicht der Jonas. Du heißt doch Leon. Genau. Weißt du, warum ich mir das merken kann? Ich kann mir die Namen merken. Aber vom Alex, nein, das sage ich jetzt nicht. Hallo. Hallo, guten Tag. Ricardo, was macht dein Auto? Das steht immer noch da vorne. Pferd. Schön. Ich fahre jeden Tag. Und braucht kein Kühlwasser. Nein, braucht gar nichts. Was macht ihr hier? Ich fahre meinen 2-Liter-Motor. Geil! Das ist der für den einen, der da draußen steht, ne? Ja, für alle. Die Low-Budget-Version. Mit W20C Köpfen. Über den schönen Kopf da an. Angenehm! Guck mal, Ventil innen Inconel. Ne, das war nur ein nitriertes. Geil. Schön. Den anderen Kopf habe ich ja da. Das lohnt sich fast nicht, diesen Kopf zu machen, weil Ventilsitze müssen neu gemacht werden, Ventilführung muss neu gemacht werden, Konturbrennraum muss neu gemacht werden. Alter, hier muss sogar noch aufgeschweißt werden, denn da ist ein riesen Loch drin. Und ja, das rechnet sich so gut wie nicht, aber kauft man einfach neue Gehäuse. Ist der kleine Alex oben? Warum läuft der Prüfstand nicht? Moin. Du scheinst ja begeistert sein, mich zu sehen. Moin. Warum laufe diese nix? Kommen gleich Mann vom Prüfstand. Musst du noch was optimieren? Noch nicht. Ah, du hast auch die Wurst bekommen. Geil, oder? Die ist übelst geil, die musst du aber aufhängen. Glaube ich. Ja, wollte ich noch machen. Häng die hier oben an die Laterne, an die Lampe da oben irgendwie drauf oder so. Guck mal hier, Clio S, 300 Euro. 300 Euro. 300 Euro. Was?
ist goldbeschichtet. Alter, du weißt, dass das bei Subaru keine 20 Euro, 30 Euro kostet. Kostet im Zubehör auch 20 Euro, ist dann aber immer zu schmal. Ich habe mehreres Zubehör bestellt. Geil. Alter, 300. Clio, werft den Arm. Also günstig Auto, aber teuer in Reparatur. Ja. Oh, Originalteile. Firma Autodoc. Bestellst du da, sind die gut? Klar, für Originalteile bzw. Zubehörkram, wenn es um normale Sachen geht, ist schnell und funktioniert. Ja, geil. Ja. Ich habe die nur ein paar Mal schon auf YouTube irgendwie so in der Werbung gesehen. Dachte mir, muss man sich mal reinziehen. Weil oft brauchen wir irgendwie, auch für andere Hersteller, weißt du, wie bei deinem Renault. Haben die so Renault-Originalteile? Ja, die haben alles Mögliche, also. Ah, okay. Schön. Erzähl mal was, Prüfstand. Wo? Ja, Prüfstand muss jetzt noch einmal richtig eingestellt werden. Ja. Der Kerl vom Prüfstand kommt gleich, zeigt uns das nochmal, wir haben schon ein bisschen getestet. Also, die Messgenauigkeit ist sehr, sehr hoch, das ist schon ganz geil. Was für Rollen. Ich kann nicht drehen. Bremse zu. Also. 2 große Bremsscheiben, die Achse. Ja, wirkliche Bremsscheiben. Kann ich das mal zeigen? Muss man die Bremsscheiben erneuern? Ja, das ist ja wie im Kühlschrank hier. Wie beim Metro. Hier ist es, boah, Alter. Alter Vater. Alter, das sind die Bremsscheiben. Nein, das ist die Wirbelstrombremse. Ach so. Ah, da ist Bremsscheibe, okay. Ich dachte, das wäre die Bremsscheibe. Das ist ja wie von so einem Zug, Alter. Ich dachte, hä, aber das ist irgendein Elektro-Ding, Magnet, ne? Also vom Grundsatz her, wir haben hier einen Scheitelrollenprüfstand, kein Doppelrollenprüfstand, weil Doppelrollenprüfstand, das sagen die Leute immer. Warte mal. Da Schelle. Bei mir, ich muss auch nur verteilen, Alter. Große Scheitelrolle, Durchmesser so ungefähr so wie ein Raddurchmesser Ja. im Subaru, damit es vom Besetzungsverhältnis gleich und realistisch ist. Wir wollen versuchen, das Straßenverhältnis gut anzugleichen. Scheitelrolle deswegen, weil du musst das Auto nicht runterbinden, du hast dann beim Ausrollen und so weiter realistische Lasten, weil wenn das Auto schon brutal runterbindest, um überhaupt Grip zu kriegen, ne? Warte mal, was erstmal für Dummies? Scheitelrolle, was ist das? Ich hab. Scheitelrolle ist, wenn du eine große Rolle hast, wo der Reifen. Aha, wie sind denn andere Prüfstände aufgebaut? 2 kleine Rollen. Ah, Also okay, verstehe. Das Problem ist, das Problem ist bei Doppelrollen, der Reifen walkt ja auch an 2 Stellen. Ja. Ja? Heißt, erstens hast du ein unnatürlich, unrealistisches Abrollverhalten. Zweitens, wenn er an 2 Stellen aufliegt, hat er an jeder Stelle weniger Last. Heißt, Ja, ja. du musst das Auto immer runterbinden. Ja. Da fällt schon auch das Ausrollergebnis beim Messen, ja, weil es die Schleppleistung. Mhm. Und jeder Reifenhersteller sagt hier, wenn ein Fahrzeug auf einer Doppelrolle war, musst du hinter den Reifen wegschmeißen. Echt? Ja, das sagt hier keiner, wo du auf den Prüfstand gehst. Aber Ja, das habe ich auch gesehen, die ganzen Prüfstände. Ich war mal bei NGK im Dauertestprüfstand, die haben alle solche Rollen. Genau. Und sogar Allradprüfstand, ja? Ist auch Allrad, ja. Das heißt- also, wir haben hier, also das ist erstmal nicht die Bremse, beziehungsweise ist eine Bremse, eine Wirbelstrombremse, so wie zum Beispiel bei LKW drin. Ja. Die hat eine Kapazität von 3300 Newtonmetern. Das hier sind die Nothaltebremsen, ja, pneumatisch betätigt, die ist jetzt zu. Ja, hier, das sind halt die lagerte Führung. Das ist das SKF. Gute Ja. Qualität. ordentlich gemacht. Und dann, wie du schon gesagt hast, haben wir hier halt einen gelegten Allradprüfstand. Heißt, der ist wirklich. Da ist tatsächlich so ein Diff mit einer Kardanwelle. Kardanwelle. Genau. Könnte man dieses Diff einfach in ein Auto einbauen? Theoretisch wird es gehen, ja. Wir können halt hier, können wir wirklich die Achse trennen. Ah, okay, wenn du Frontantrieb machst. zum Beispiel. Frontantrieb, Heckantrieb, wir können hier trennen, wir können da trennen. Alter, das aber ist halt geil. über diese dezente kleine Welle ist das halt immer verbunden, du kannst alle 4 drehen. Ja. Ja, sodass du auch keine Probleme hast mit dem ESP und so Geschichten. Mhm. Ja. Geil. Hier das Triggerrad halt für die Drehzahl, quasi wie beim Auto. Das ist echt wie beim Auto. Da unten ist der Sensor, ja. Genau. Da sieht man nicht. Ja, Sensor. Wie schön sich das Ganze rollt. Alter, ich habe Angst, wenn ich hier drauf stehe. Boah, guck mal, hier sogar Beleuchtung geht da unten. Jetzt drehen wir eine Rolle. Was soll ich machen? Ich soll die Rolle drehen? Das sind alle 4 jetzt, ne? Ah ne, warte, ich kann rausgehen. Alle 4 im Stand. Alter, das ist perfekt gelagert, oder? Geiler Scheiß. Ja gut,
Und damit du hier auf den Prüfstand draufkommst, hast du dir eine 4-Säulen-Bühne davor gepackt. Auto drauf, hochfahren, rauf, weil du wolltest kein Loch buddeln. Ganz genau, kein Loch buddeln und gerade mit tiefen Kisten kommst du halt wunderbar drauf und ohne Huddel und ohne dass es gefährlich ist halt, ne? Ja. Und vor allem, du kannst den Prüfstand einfach mal wieder mitnehmen. Weil das ist das gleiche wie bei mir, das wird ganz schön eng hier in der Bude. Und zack, die Bremsen wieder zu. Und das schon nach einem Dreivierteljahr ist der hier aus der Bude am Platzen. Aber vielleicht kannst du ja auch hier bleiben mit Prüfstand und woanders mit Werkstatt hin. Vielleicht. Ne? Gut, was ist das hier? Findest du das okay? Ja. Ja. Okay. Das zeigt uns einfach Demut, wenn wir diese Ford-Wandler sehen. Ich habe gehört, diese 2,5er von Ford gehen auch viel kaputt, ne? Ja, aber die 15er sind gut. Ist das meins? Das ist deins, ja. Wollte ich eigentlich nachher mit. Das hier? Nee, das ist rechts daneben. Das hier? Das ist deins, ja. Oh, diese gut. Ja. Diese ist neue Waage für Pleuel-Dieters. Ah, sehr gut. Ey, der Eimer läuft ja endlich. Guck, wie der blubbert. Den haben wir jetzt ganz laufen lassen, haben wir komplett vergessen. Schön. Weißt du, was ich mache? Ich will den nicht abholen. Hey, doch, der ist entspannt, der Kunde. Aber der wollte ihn jetzt abholen. Aber ich wollte ihn auch fertig machen. Weißt du, was ich im Kofferraum habe? Für alle, die du auch kennst? Mini. Mini-Motor, toll. Weißt du warum? Weil klein ist und wunderbar in meine CNC passt. Ich hatte ja einmal diesen Mini-Motor gebuchst. Das haben viele Leute gesehen. Ah. Und jetzt machen Programm schreiben für Mini Close-Deck Dieter. Ich bringe den jetzt gerade zum CAD-Scan. Ah, sehr schön. Schön. Also wenn du Mini kennst, der braucht Close-Deck, weil die Buchsen sind sehr dünn und irgendwie ab 250, 300 PS sagen die irgendwas da oben machen. Ja, gerade für die ganze Ringlingsfläche interessant. Fahren ja schon ein paar da, ne? Viele, ja. Wo ist deiner? Da ist. Alle haben im Video geschrieben Zweitakter. Wusste gar nicht, dass Renault auch Zweitakter baut. Der klingt wirklich wie Trabi. Brap, 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 brap. Aber geil. Gut. So. Was ist mit Kevin? Ja, Kevinio, zu viel Abgasgegendruck. Wir haben es auf dem Prüfstand gemessen. Mülltech, ne? Mülltech, ja. Hast du auch drunter Mülltech? Mülltech habe ich auch drunter. Ja, ist super. Okay. Ich fahre jetzt mal zum Italiano mir ein Brötchen holen und dann sehen wir uns gleich in der Firma wieder. Klein Sizilien! Hallo aussieht! Ein Brioche, Pizza, Mandeln, Olivenöl, Wein, Alter, alles, was Sizilien glücklich macht. Was hast du hier Schönes gemacht? Sollen wir den Leuten zeigen, wie geil das aussieht? Brötchen. Also das ist ein Oliven-Ciabatta mit Tomate, Mozzarella und wie heißt dieser Schinken? Coppa. Ey, ein Traum. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das hier? 3 Euro. Alter, aber wirklich offiziell, ne? Ja. Das kostet 3 Euro. Seht ihr das? Das kostet 3 Euro. Das ist unfassbar. Wisst ihr, wie lecker das ist? Wahnsinn. Wie soll ich das jetzt essen? Mandelgebäck. Jetzt werde ich noch bestochen hier. Weil ich nehme das eine, andere ist Bestechung für Kunden. Ja. So. Ich nehme nur eins aus, ja? Mille grazie. Ciao, ist okay. Und so. Jetzt wollte ich wieder auf der falschen Seite einsteigen. Also dieses Mandelgebäck ist so geil. Das ist irgendein Nussgebäck. Und so. Tschüss. Aggressiv. So, wir sind beim Jörg angekommen. Da ist der Chefkollege Zeissboss und hier ist zum Beispiel einer von meinen WRC-Zylinderköpfen, die ich schon sehr vermisst habe. Direktor, ist das richtig rum? Direktor Opti 3D scannt uns jetzt mal diesen schönen Block, oder beziehungsweise das hast du gestern schon gemacht, ne? Genau. Kannst du uns mal zeigen? Ja. Also, gestern haben wir schon den Block gescannt. Das ist das Endergebnis. Alter, ist das... Aber diese Flächenrückführung ist doch jetzt noch nicht gemacht, oder? Nein, das sind die reinen Scanner. Das ist Okay. einfach nur grob. Einfach nur grob, guck mal, du kannst die Gewindesteigung erkennen. Ja, das liegt aber an der Qualität von dem Scanner. Das liegt nicht an meinem. Ist das momentan so das Beste, was man kriegen kann? Nö,
Nein? Das nicht, aber das ist schon ein sehr guter. Okay. Das ist genau wie bei der Computertechnik. Jedes Jahr gibt es was Neues, was Besseres, schneller und auch teurer. Dreh mal. Ich kann auch fast die Kanäle fräsen. Nur so ein paar Lücken sind da. Die könnte man theoretisch gesehen auch nacharbeiten, oder? Ja. Alter, ist das geil. Ja, zeig mal hier Action, wie das Ding läuft. Gehst jetzt vor? Ja. Ich gebe jetzt an, um wie viele Schritte der Tisch sich bewegen soll beim Scannen. Ah, das Ding dreht sich hier. Ja, genau. Okay. Sagen wir mal 20 Schritte. Mhm. So, gehen wir mal weiter. Die Laserpunkte geben die Entfernung an. Mhm. Ja, wenn ich den Scanner ein bisschen weiter wegnehme, bis die sich kreuzen, die Laserpunkte, Ja. dann ist es die richtige Entfernung für den Scan. Ja? Ja. Und schon ist der Scanner eingerichtet. So schnell geht das. Ja, das muss man nur noch warten, bis der aufgeheizt hat. Dauert jetzt mal 7 Minuten. Also das ist jetzt das aktuelle... Das ist das Live-Bild, was der Sensor sieht. Ja, Okay. und da sieht man auch schon die einzelnen Strukturen und die Linien braucht er, um zu messen. Verstehe. Der hat so ein Raster. Genau, der macht das über eine Triangulation. Wie? Triangulation ist auch ein schwieriges Wort für mich. Und darüber kann er halt berechnen, wo die einzelnen Punkte sind, weil die Position von dem Projektor und der Kamera von dem Sensor bekannt sind. Okay. Und der Rest macht dann halt die Software. Wie präzise misst der Kollege? 200. 200 safe. 200. Gibt es schon Scanner, die noch genauer machen? Ja, also wenn man es ins CT reintut, Computertomograph, die sind noch genauer. Okay. Also macht er das eigentlich schon permanent automatisch jetzt? Ja, der fragt aber jetzt, ob er das richtig gemacht hat. Er hat jetzt selber den ersten und zweiten Schuss aufeinander gematcht. Ja, sieht sehr gut aus. Fragt mich jetzt als Bediener nochmal, ist das so okay für dich? Damit er die anderen 18 Messungen jetzt alle vollautomatisch machen kann. Ah, okay. Für mich ist das okay und jetzt, der Rest geht jetzt... Jetzt geht hier permanent Party ab. Ja, Party. Scan-Party. Zeig mal. Ah ja, jetzt dreht er das Ding wieder. Und dann wird quasi die ganze Zeit nur ein Foto geschossen. Mehrere Fotos. Der macht pro Scan 30 Fotos. Du hast ja gesehen, wenn das Muster über das Bauteil läuft, ja, diese Scan-Streifen, das sind einzelne Bilder, die er dann nachher für die Berechnung braucht. Geil. So, der Kollege hat jetzt fertig gescannt. Jörg, wie geht's jetzt weiter? Jetzt machen wir noch die Flächenrückführung. Wie funktioniert das? Das ist viel Handarbeit. CAD, Scan-Daten und dann Heidewitzka. Und dann wird jede Fläche, jede Kontur nachkorrigiert und überprüft. Ja, ganz genau. Weil jetzt da so Flecken zum Beispiel drin sind. Genau, die werden alle bereinigt und wir machen jetzt daraus ein schönes CAD-Modell. Wie viele Stunden braucht man für so ein Gehäuse? Komplett, Minimum 1 Tag, Alter. wenn nicht sogar mehr. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir dich mal wieder in Ruhe arbeiten. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir sehen uns. Und vergiss nicht mal hier bei dem Kerl von Opti 3D mal ein Abo auf Instagram dazulassen. Haut rein, ciao. Bye. Guten Tag, Herr Chef. Bauwerk. Subi Performance, guten Tag. So, wir sind wieder in der Firma angelangt. Alex, was machst du gerade? Ich habe gerade den Block gemessen. Hauptlagergasse. Lagergasse. Passt die? Die passt noch. Das ist übrigens der Block zu dem Motor, der beim Alex mit den Ventilen lag. Wo der ein paar Ventile verloren hat. Was haben wir hier? Hier brauche ich doch schön wieder auf. Bisschen Ventilspiel einstellen, sehr schön. Gucken wir mal rüber. Erstmal zu den allerwichtigsten. Ich wurde nämlich gerade, bin ich hier reingelaufen und wurde von einem Telefongespräch direkt von meinem Vater abgefangen. Optikhunde! Wow! Wie sie einfach da wie so ein Boss liegt. Du hast eine schöne Kleidungsfarbe an, weil die ähnelt Pina. Bist so hübsch, bist so hübsch, bist so hübsch. Schatz, ich habe eine Rechnung für dich. Die hatten wir irgendwie übersehen. Zum wunderschönen Abschluss dieses Videos packen wir noch ein Geschenk aus. Hey, Alex! Ich habe Überraschung für dich. Für mich? Ja. Oh, Oh. was ist drin?
Neue Grafikkarte mal gefüttert? Nein. Oh. Besser. Du musst immer mit Dreizack öffnen. Das ist kein Dreizack. Du musst eher fragen, warum machst du mein Geschenk auf? Ja, das ist eine große Frage. Jedes Mal klaut er meine Geschenke. Vorsicht, Kamera. Yeah, wir haben eine neue Pleuel-Literwaage, um die oszillierende Masse des Pleuels zu wiegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sollte man immer machen bei einem Aufbau eines bei dem Aufbau. Kurva! So, gucken wir noch ganz schnell, was Kevin macht, und dann ist das Video auch schon für euch diesmal leider schon bereits heute vielleicht vorbei. Ente! Was geht ab? Was geht? Kevin Butz. Guck nicht so traurig. Was hast du denn in deinem Ohr? Kopfhörer, weil die da vorne so klappen. Hast du gesehen, ich habe für dich gestern Tür zusammengebaut. Ja. Hast du wieder auseinandergebaut? Auseinandernehmen. Warum? Ja, weil du was vergessen. Was denn?